Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. Wenn ihr in Teams eine Datei öffnet und die anklickt, dann geht die üblicherweise in Teams auf. Das ist der Standard. Und wenn ihr sie dann in der Desktop-App aufmachen wollt, dann müsst ihr unter Umständen erstmal gucken, wo steht es. Dann findet ihr hier in Desktop-App. Dann öffnet sich die Desktop-App auch, aber wenn ihr die wieder zumacht, dann seid ihr in Teams noch in der Datei und dann müsst ihr hier wieder gucken, was ihr tun müsst. Oder wenn ihr im Browser öffnen wollt, dann seid ihr unter Umständen am Suchen, wo mache ich ihn hier im Browser auf? Vielleicht kennt ihr es auch schon hier, das 3-Punkte-Menü im Browser öffnen und dann geht die Datei im Browser auf und trotzdem, wenn ihr sie zumacht in Teams, habt ihr wieder das und das ist so ein ständiges Hin und Her. Wenn ihr also lieber im Browser oder in der Desktop-App standardmäßig öffnet, dann macht ihr Folgendes. Ihr geht zu einer beliebigen Datei innerhalb von Teams und wählt dort das 3-Punkte-Menü. Dann geht ihr hier auf Öffnen und ihr seht, der Standard ist in Teams bearbeiten. Ihr wählt Standard ändern, wählt das aus, was ihr wollt. In meinem Fall Desktop-App, geht auf Speichern und wenn ihr jetzt die PowerPoint-Datei startet, dann seid ihr direkt in der Desktop-App, könnt dort mit der Datei arbeiten und schließen und seid in Teams wieder an eurer Ursprungsstelle. Und wenn ihr doch mal in Teams öffnen wollt oder im Browser, aufs 3-Punkte-Menü öffnen und dann hier eben zum Beispiel in Teams bearbeiten und schon könnt ihr damit in Teams arbeiten. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert auch den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.